Und hier sind die Sieger aus der Schweiz und die Platzierten. Mögen die Alphörner erklingen, Schweizer Festspiele. Es gewinnen zeitgleich im Stechen mit 49,43 Sekunden die beiden Schweizer Martin Fuchs auf Cluny und Steve Gerda auf Corbinian. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir ehren unsere beiden Sieger im großen Preis mit derselben Hymne, denn sie kommen beide aus der Schweiz. Ich darf Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben, falls nicht schon geschehen. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Switzerland. Herzlichen Glückwunsch, Steve Gerda und Martin Fuchs. Zur Bestätigung des offiziellen Ergebnisses die herzlichsten Glückwünsche überreicht vom Vorsitzenden Richter der internationalen Richtergruppe, Herrn Cesar von Walzel aus Finnland. Die herzlichsten Glückwünsche, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden überreicht von Frau Inge Unseitig in Begleitung des ersten Bürgers der Stadt Treffen von Herrn Klaus Glanznick, dem Bürgermeister von Treffen. In Begleitung für das Glockhaus Performance Center von Frau Uli Peirer. An unsere beiden Sieger, herzlichen Glückwunsch an Corbin Young, Arne Cluny, als Steve Gerda und Martin Fuchs. Lux 5-Stern Grand Prix, und auch hier gilt der herzlichen Dank den Pflegern an der ersten bis dritten Stelle platzierten Pferde. Das ist Emma als Pflegerin von Corbinian und Sean als Pfleger von Cluny. Der persönliche Dank der Familie Glock an die Pfleger dieser tollen Pferde, die wir hier erleben durften. Herzliches Dankeschön stellvertretend an euch für alle Pfleger. Unser Applaus für Emma und Sean. Ein historischer Erfolg für diese beiden tollen eidgenössischen Reiter. Steve Gerda und Martin Fuchs.
Schweizer Festspiele im Clockhorse Performance Center. So etwas hat es in dieser Art und Weise noch überhaupt nie gegeben, dass bei so einem tollen Event wie bei einem Clocks 5-Stern Grand Prix wir 2 Sieger haben, dann kommen noch beide aus der Schweiz und beides sind Olympiasieger. Martin Fuchs, Jugend-Olympiasieger, 2012 hat er schon einmal gewonnen bei uns im Clockhorse Performance Center, Clocks 3-Stern Grand Prix in der Halle, und Steve Gerda, der Olympiasieger von London 2015, 2016, Gesamtweltcup gewonnen und in Rio de Janeiro nur knapp an der Bronzemedaille vorbeigeschrammt. Heute waren Sie, meine Herren, genau gleich gut, was den Sport betrifft. Wer war denn in den vergangenen 4 Tagen beim Feiern besser? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, das sollten wir die anderen beantworten lassen. Ich habe mein Tanzbein geschwungen, Steve auch, also da sind wir vielleicht auch ex aequo. Ich habe Sie beim Mittagessen getroffen und habe Sie gefragt, ob ich auf Sie wetten soll. Da waren Sie ein bisschen skeptisch, Sie haben gesagt, unter die ersten 3 schaffen Sie es auf alle Fälle. Ja genau, also skeptisch. Ich habe gesagt, Podestplatz, das liegt drin und das erhoffe ich mir auch. Dass es zum Sieg gereicht hat, ist umso schöner. Und mit meinem Freund und Trainingspartner Steve zusammen zu gewinnen, das ist schon sehr speziell. Steve Gerda, werden Sie denn die Summe, die Sie jetzt verdienen, gerecht teilen? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie viel das wir gewonnen haben. Schön ist einfach, dass ein 5-Sterne großer Preis als Sieger nach Hause fahre. Und wie gesagt, ich glaube, diese 2 Pferde sind auch noch Halbbruder. Das kann man, glaube ich, von ich und Martin auch noch sagen. Wir trainieren zusammen. Wir wohnen 5 Kilometer entfernt voneinander. Und von dem her ist es wirklich, glaube ich, eine unglaubliche Geschichte. Und das finde ich schöner als der Preisgeld auf Blatt. Sie waren aber davon überzeugt, gibt es selbstverständlich Applaus, überhaupt nicht ganz ernst gemeint, meine Frage. Sie waren aber von sich voll überzeugt. Sie haben damit gerechnet, ganz oben zu stehen heute. Gut, ich glaube, mit Corbinian haben wir schon ein Weltcup-Final gewonnen und viele gute Platzierungen gehabt. Dieses Jahr ist es nicht ganz so gut gelaufen bis jetzt. So, jetzt bin ich auch doppelt zufrieden, dass er wirklich sich wieder im Topform zeigt und dass ich auch in der näheren Zukunft auf ihn rechnen kann. Wodurch unterscheidet sich denn so ein Turnier hier im Clockhorse Performance Center von anderen Turnieren? Gut, das ist ganz speziell, was wir hier geboten kriegen mit den Shows, mit der Riders Lounge, mit der Verpflegung. Es wird sehr gut für uns gesorgt. Man fühlt sich hier sehr wohl. Ich komme schon viele Jahre hierher, immer wieder sehr gerne, und hier auch ein großes Dankeschön an die Familie Glock für was sie hier auf die Beine stellen, und gerne komme ich wieder hierher zurück. Steve Gerda, ich nehme an, auch Ihnen hat dieses Turnier, diese 4 Tage viel Freude bereitet. Ja, ich komme immer gern hier. Es ist auch ein bisschen eine Abwechslung für uns. Es ist was wir sonst nicht gewöhnt sind. Und das sind wirklich 4 Tage Spaß. Und Dank an die Familie Glock, für was sie da für uns tun. Und eben nicht nur auf ein sportliches Bereich. Und von dem her bin ich auch zuversichtlich, dass ich wieder hierher kommen werde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, dass wir bei diesem tollen Sport mit dabei sein durften. Gratulation. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gilt nun also, unsere beiden verdienten Sieger sowie die Platzierten zu feiern. Congratulations to all placed riders. Und damit geht es nun auf die Runde. Unser Applaus begleitet unsere beiden Sieger, Steve Gerda und Martin Fuchs. Und hier sind sie nochmal, unsere beiden Sieger, Steve Gerda und Martin Fuchs. Steve Gerda und Martin Fuchs, herzlichen Glückwunsch!